Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen in meiner ganz persönlichen Sauna. Dachstock-Atelier ist nicht immer von Vorteil, muss man so sagen. Aber heute geht es um etwas, um was ihr mich gebeten habt. Ich hatte ganz am Anfang, als ich euch jeweils gezeigt habe, wie ich sublimiere oder wie ich mit Digipapier arbeite, da hatte ich das jeweils in PowerPoint gemacht, weil ich dachte, naja, das kennt jeder, aber anscheinend ist nicht jeder so ein Bürogummi wie ich. Und deshalb bin ich dann langsam aber sicher rüber auf Canva, weil es da eben auch eine Gratis-Version gibt. Und da dachte ich mir, das ist eine gute Alternative. Und ich wurde da gebeten, ob ich das mal dediziert wirklich ein Video nur zu Canva machen kann. Das mache ich heute sehr gerne. Ich zeige euch einfach mal so Canva im Großen und Ganzen, wie ich das anwende. Kann euch natürlich jetzt nicht alles da drin zeigen, weil das ist wirklich riesengroß, gerade auch wenn man dann ein Abo hat. Aber ich werde euch dann auch zeigen, was eben mit Abo möglich ist, was ohne Abo möglich ist, damit ihr auch da die Übersicht habt. Aber per se finde ich das wirklich ein super Tool, um eben zum Beispiel eure Designs vorzubereiten für die Sublimation. Oder eben auch, wenn man mit Digipapier arbeitet oder mit Digi-Stamps oder sonst irgendwas mit Papierbasteln selber gestalten will, ist das wirklich ein super Tool. Und genau darum geht es heute. Mehr dazu auch gleich nach dem Intro. Also starten wir hier mal auf der Startseite. Wenn ihr auf www.canva.com geht, habt ihr hier diesen Startbildschirm. Ich habe wie gesagt ein Abo und einfach um das vorneweg zu sehen, ihr werdet auch sehen, überall wo ihr so ein Krönchen habt, das sind die Funktionen, die mit Abonnement zur Verfügung stehen. Hier habt ihr ein für dich, das heißt, abhängig davon, was ihr bisher gemacht habt, schlägt es euch hier Sachen vor. Ihr habt die Sachen, die ihr zuletzt gemacht habt. Dann habt ihr Docs als Übersicht, Whiteboards, Präsentationen, Social Media, Vorlagen, die ihr verwenden könnt, wenn ihr Instagram Story vorbereiten wollt, sowas für Videos, Druckprodukte, Webseite plus mehr. Ich gehe in der Regel hier rein und gebe einfach mal das ein, was ich gerne haben möchte. Zum Beispiel eine A4-Seite und zwar queer. Das ist diese Seite. Respektive, er gibt mir hier verschiedene Beispiele. Ich sage einfach Arbeitsblatt leer erstellen. So, und dann habe ich hier schon meine leere Seite. Ich gehe kurz nochmal zurück zur Startseite, weil was ihr hier auch machen könnt, ist, dass ihr hier sagt benutzerdefinierte Größe und dann könnt ihr hier euer Format eingeben in Pixel, Zoll, Millimeter, Zentimeter, so dass ihr eure Seite genauso erstellen könnt, wie ihr das braucht. Zum Beispiel, wenn ihr Tassenvorlagen macht für Sublimieren, dann könnt ihr hier die exakten Größe eingeben. Das ist das, was ich noch zeigen wollte. Hier oben Spotlight, also Designs, die es gibt, Business von wegen Unternehmungslösungen, Ansprechpartner, Canvas-Team, solche Sachen, Ausbildung, das heißt Fallstudien, Unterrichtsmaterialien, da findet ihr viele Sachen, die Abos und Tarife. Da habt ihr eben gratis, wo ihr schon sehr viel damit machen könnt. Ich habe die Pro-Version. Wo haben wir denn hier den Preis? Hier. Da seht ihr auch den Unterschied von wegen Canvas, was gratis ist. Da könnt ihr Drag-and-Drop-Editor, mehr als 1 Million professionell gestaltete Vorlagen, mehr als 1000 Designtypen, mehr als 3 Millionen Premium-Fotos und Grafiken, KI-generierte Texte und Designs, Druck und Lieferung von Designs und 5 GB Cloud-Speicher. Und dann, wenn ihr das Abo habt, für mich rentiert das, weil ich nutze das wirklich oft, sind es 120 US-Dollar pro Jahr für eine Person.
Und da habe ich unbegrenzte Premium-Vorlage, mehr als 100 Millionen Fotos, Videos, Grafiken, Audio, 100 Markenunterlagen für die eigene Marke. Das heißt, ich kann da auch meine Farben zum Beispiel eingeben, meine Schriften eingeben und dann erkennt er das jeweils, wenn ich etwas mache. Design schnell in der Größe anpassen und übersetzen, Hintergründe mit einem Klick entfernen. Mit über 20 KI-Tools noch kreativer werden. Da werde ich euch ein paar schon mal zeigen heute. Beiträge für soziale Medien planen, 1 Terabyte Cloud-Speicher und Kundensupport rund um die Uhr. Wie der ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe das noch nie genutzt. Das ist die jährliche Option. Es gibt auch eine monatliche Option, wo ihr 150 US-Dollar pro Person habt. Hier auf der Seite eben die Startseite. Magic Studio ist ein Bearbeitungsprogramm, was es gibt. Da gehe ich heute nicht drauf ein. Dann Projekte, das sind meine gespeicherten Projekte, Vorlagen. Na, hier komme ich quasi wieder in dieses Fenster, wo ich die Vorlagen auswählen kann. Marke ist eben da, wo ich meine eigene Marke definieren kann mit Farben und Schriften. Dann die Apps habt ihr auch hier im Zugriff. Und dann alles, was ihr mit einem Stern markiert habt, kommt dann hier unten aufgelistet. Team erstellen, glaube ich, für uns nicht wichtig. Und dann habe ich einen Papierkorb logischerweise auch noch. Genau. Ich würde sagen, das ist schon mal das Wichtigste hier auf dem Bildschirm. Und vielleicht, um auch das zu sagen, ich zeige euch das heute auf dem PC oder auf dem Laptop, einfach weil es für mich einfacher geht, das aufzunehmen. Aber das steht eben auch als App auf dem iPad zur Verfügung und das seht ihr auch in vielen von meinen Videos, wo ich das tatsächlich auf der App mache. Ich kann aus der App heraus auch drucken, allerdings nur an meinen normalen Drucker. Der Sawgrass Drucker akzeptiert ja keine App oder ich kann nicht aus dem iPad auf den Sawgrass Drucker drucken und deshalb gehe ich dann jeweils einfach auf die Desktop-Version und drucke das von da aus. So, das war der Startbildschirm und wir gehen jetzt eben rüber aufs Design, was ich erstellt habe. Respektive es ist im Moment ein leeres Blatt. Da könnt ihr verschiedene Sachen einfügen. Also einmal würde ich euch anraten, das Design jeweils auch gleich zu speichern. Ich sage dem hier kurz Testvideo und sage hier auch gleich speichern. Dann haben wir das schon mal gespeichert. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach die Liste hier durch. Also Designs, da habt ihr Vorlagen, wo ihr auswählen könnt, wenn ihr was Schönes findet. Hier zum Beispiel, ne? Wenn ich einen Wochenplan erstellen will, habe ich hier wunderbar eine Vorgabe, kann dann aber natürlich den Text ändern, ich kann die Form ändern, ich kann die Elemente, die eingefügt wurden, ändern. Und das Ganze, ihr seht hier oben, erscheint jeweils was anderes. Das heißt, es ist kontextabhängig. Wenn ich einen Text auswähle, kann ich die Schrift auswählen, die Größe, die Farbe der Schrift, dann auch, ob es fett, kursiv oder unterstrichen ist. Bei der Schriftart steht das Fett und Kursiv nicht zur Verfügung. Durchgestrichen, alles in Großbuchstaben. Die Ausrichtung, ob ihr eine Liste haben wollt. Der Abstand, wenn ihr mehrere Zeilen habt. Dann gibt es Effekte. Ja, da könnt ihr zum Beispiel einen Schatten hinzufügen, normal. Ihr könnt Neon, was auch immer ihr gerne haben möchtet und ihr könnt das eben auch sogar krümmen, soweit ihr das krümmen wollt und die Kurve, also wie fest ihr das krümmen wollt, gebt ihr hier dann unten über die Kurve an. Wenn ihr das nicht krümmen wollt, dann könnt ihr hier einfach auf normal gehen. Dann Animation verwende ich in der Regel nicht. Das ist einfach, wenn ich einen Text zum Beispiel animiert einspielen will. Dann haben wir die Position und da könnt ihr, wie ihr das zum Beispiel auch vom Plotten kennt oder vom Lasern kennt, habt ihr verschiedene Ebenen und jetzt seht ihr, die Schrift sehe ich im Moment, weil die zu oberst ist. Wenn ich jetzt sage nach hinten, dann verschwindet die hinter dem Element, was jetzt drüber liegt. Dann kann ich sagen wieder nach vorne, dann kommt es wieder nach vorne. Ich kann die Ebenen auch hier über das Ebenenfenster bewegen, wo ihr hier über
Was nehmen wir hier? Wichtige Dinge. Steht im Moment hier zu oberst. Wenn ich das jetzt unter den grünen Pfeil verschiebe, verschwindet es auch, weil es eben dahinter liegt jetzt. Kann ich das wieder nach vorne schieben. Und jetzt ist es wieder ersichtlich. Das heißt, ihr könnt hier das auch über die Ebenen alles machen. Anordnen. Weiter haben wir, dass ihr, wenn ihr mehrere Elemente auswählt, dass ihr, sagen wir zum Beispiel, ich verschiebe das ein bisschen, nehme die beiden, dann kann ich sagen, Elemente nach oben, links, Mitte, rechts. Ich habe hier auch immer ein rückgängig, das heißt, ihr könnt hier wirklich schön spielen und gucken, was euch am besten gefällt und es dann auch wieder rückgängig machen oder wiederholen. Dann haben wir hier auch noch, ihr kennt das Schlösschen ist im Moment offen, das heißt, ich kann die Höhe verändern, ohne die Breite zu verändern. Wenn es geschlossen ist, wenn ich da einen Wert verändere, dann verändert sich auch der andere Wert. Ne? Dass es dann so aussieht. Und ihr könnt hier auch sagen von der X- und Y-Achse, wo das stehen soll. Oder ihr könntet das zum Beispiel auch, wenn ihr das anders haben wollt, um 90 Grad drehen zum Beispiel. Dann ist es so. Dann könnt ihr auch die Transparenz anpassen. Na, jetzt ist 100% ersichtlich. Wenn ich das runterdrehe, seht ihr das dem Text an, dann wird das immer mehr transparent. Das ist eine Möglichkeit. Dann könnt ihr den Stil kopieren und sagen, ne, das soll auch so sein. Das ist eine Möglichkeit. Und ihr könnt, wenn ihr das so behalten wollt, könnt ihr das auch sperren. Und dann kann ich hier nichts mehr dran verändern. Das hilft manchmal, wenn man arbeitet, dass man ein Element sperrt, damit man dann nicht versehentlich quasi drauf kommt. Wenn ihr es wieder entsperren wollt, dann könnt ihr hier einfach auf das Entsperren gehen. So, jetzt zweimal. Genau, dann kann ich das wieder verändern. Das war das zum Text. Dann habe ich hier als nächstes ein Element, nämlich einfach ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Wenn ich das anklicke, habe ich hier oben ein bisschen was anderes. Das heißt, ich kann eine andere Form auswählen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte das aber gerne ohne die abgerundeten Ecken, dann kann ich das so machen. Ich kann die Farbe anpassen. Ich kann sagen, soll es farblos sein, das ist die aktuell ausgewählte. Ich kann hier auch eine andere Farbe auswählen, wenn ich gerne irgendwas anderes hätte. Und ich kann auch die Eckdaten eingeben oder ich kann die Farbe aus dem Dokument holen. Das geht und ich kann auch Verläufe machen. Das heißt, ihr seht jetzt hier, auf der Seite ist es dunkler, hier ist es heller. Jetzt kann ich sagen, im Moment ist es von der rechten Seite dunkel, links hell. Ich kann sagen, das soll aus der Ecke kommen, das soll aus der anderen Ecke kommen. Ich kann sagen, es soll aus der Mitte kommen oder es soll aus der Ecke kommen. Also da je nachdem, was euch gefällt. Und das sind die beiden Verlaufsfarben. Da könnt ihr dann natürlich auch andere Farben nehmen und das so entsprechend anpassen. Genau. Plus ihr könnt auch noch eine weitere Farbe einfügen. Wir machen jetzt mal was ganz Offensichtliches. Und gebe hier so ein Gelb rein. Dann habe ich 3 Farben. Und ich kann auch die Reihenfolge der Farben ändern. Also hier könnt ihr geblendete Farben oder Farbverläufe machen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Plus ihr könnt natürlich auch schon bestehende Farbverläufe nehmen, wenn euch da was besser gefällt. Hier in Orange oder rosa-gelb. Wenn ich dann nochmal drauf gehe, dann kann ich auch hier natürlich diesen Farbverlauf auch anpassen und sagen, der soll zum Beispiel von unten nach oben gehen. Das ist das. Und wenn ich jetzt beim zweiten auch sage, na das, dann fragt er auch, soll er alle, die diese Farbe haben, auf diese Farbe rüber ändern? Könnte ich machen, dann sind alle so, um das Ganze nicht einzeln bearbeiten zu müssen. Ihr seht hier ganz viele Möglichkeiten, um mit den Farben zu spielen.
Dann kann ich hier auch sagen, ne, soll es einen Rand haben. Im Moment hat es keinen. Ich kann den Rand angeben. Ich kann die Farbe des Randes festlegen. Und ich kann sagen, wie dick das der Rand sein soll. Und ich kann auch sagen, soll ich die Ecken abrunden? Wie stark soll es abgerundet sein? Und ich kann hier zum Beispiel das Ganze auch gestrichelt machen. Oder gepunktet, je nachdem wie groß der Abstand ist, dann sieht das Element auch wieder anders aus. Dann auch hier könnt ihr, wenn das Element im Moment, das ist ein Textelement. Ich kann aber auch hier, wenn ich drauf doppelklicke, kann ich hier einen Text eingeben. Und das ist dann verbunden mit dem Feld und da kann ich dann natürlich auch wieder sagen, was hätte ich denn da gerne für eine Schrift. Geben wir jetzt hier Montag ein und da kann ich jetzt auch sagen, wie soll es ausgerichtet sein, mittig, rechts, links. Könnt ihr hier auch die Farbe eben anpassen von der Schrift, auch ob es fett, kursiv, unterstrichen und so weiter, ob es eine Bulletliste sein soll, also eine Liste sein soll, wie groß der Abstand sein soll und auch hier die Position. Das ist dann allerdings wieder die Position vom Feld selber und nicht von der Schrift. Wenn ihr hier gerne die Schrift anders oder weiter oben haben möchtet, dann könntet ihr auch mit der Enter-Taste quasi hier das weiter nach oben schieben. Und wenn ihr noch feiner gehen wollt, könnt ihr doppelklicken auf die Zeile und dann die Größe von dieser Zeile verändern. Jetzt ist er oben schon am Rand, steht er an, aber so könnte ich jetzt auch noch sagen, dass das hier ein bisschen weiter oben oder unten ist. In der Regel arbeite ich gerne mit, dass ich wirklich eine Schrift drüber lege und nicht im Feld selber eine Schrift habe. Und ihr seht auch, das hat auch solche Hilfslinien, die euch helfen, dass ihr alle Elemente gleich ausrichtet. Auch hier wieder Transparenz. Ich kann eben den Stil kopieren und ich kann die Position sperren. Wenn ich jetzt so ein Element habe, wir hatten bis jetzt die Schriften, hier ein Element und hier gibt es zum Beispiel auch solche Bilder. Ihr seht dann auch, hier steht Bild bearbeiten. Ich kann es umdrehen oder gehen wir zuerst auf Bild bearbeiten. Da habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten. Die haben allerdings alle ein Krönchen. Das heißt, das könnt ihr dann nur mitmachen, wenn ihr ein Abo habt. Aber ihr habt hier zum Beispiel auch Filter, die ihr anwenden könnt. Ich glaube, die Sachen gucken wir uns nachher mehr bei wirklichen Bildern an. Hier bei dem Element macht es jetzt nicht so viel Sinn, die Effekte. Aber ich kann es anpassen mit der Farbtemperatur, Farbton, Helligkeit, Textur. Da kann man auch viele Sachen noch anpassen oder zuschneiden, wo ich sagen kann, ich hätte das gerne kleiner, nur den Ausschnitt, dann sehe ich dann auch nur diesen Ausschnitt. Das ist aber dadurch nicht jetzt komplett abgeschnitten, sondern wenn ich wieder Doppelklick drauf mache, dann kann ich es auch wieder vergrößern und dann habe ich wieder das ganze Element. Wie gesagt, ich kann es umdrehen mit horizontal spiegeln oder vertikal spiegeln. Ich kann die Farbe auch hier verändern, wenn ich das lieber in der Farbe hätte. Ich kann auch hier sagen, sollte es zum Beispiel eine Linie ringsherum haben. Das ist allerdings dann nicht das Element selber, sondern das ist eure Box. Von dem her macht das hier nicht allzu viel Sinn. Position ist wieder dasselbe, Transparenz dasselbe, der Stil und das Sperren. So, das sind so die Elemente, die wir jetzt schon drauf haben, respektive den Hintergrund könnt ihr natürlich auch immer anpassen, wenn ihr den gerne anders haben möchtet. Und eben hier habt ihr verschiedene Vorlagen. Ihr seht dann halt einfach teilweise, da wo das Krönchen ist, das ist dann nur oder steht nur zur Verfügung mit der Pro-Version. Was ich hier weiter machen kann, ist, dass ich
das quasi sperre, ich kann das auch duplizieren. Dann habe ich 2 von diesen Seiten. Oder ich kann es löschen, geht natürlich auch. Oder ich kann einfach eine leere Seite dazu hinzufügen. Was es übernimmt, ist einfach die Hintergrundfarbe. Aber ich könnte hier jetzt zum Beispiel sagen, gib mir die Vorlage und dann wird das ganz einfach hier mit dem Stil eingesetzt. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr dann gucken, ob euch sonst irgendetwas besser gefällt. Echt super, super, super viele Vorlagen, die ihr hier habt. Ihr könnt auch, ich mache das hier kurz ein bisschen kleiner. Also ich halte die Kontrolltaste auf meinem Mac und drehe am Rad bei meiner Maus. Dadurch wird es kleiner. Und jetzt seht ihr auch, ne, das ist meine erste Seite, meine zweite Seite. Wenn ich jetzt möchte, dass das die erste Seite ist, kann ich das auch ganz einfach nach oben verschieben. Ich kann Sachen auch ausblenden oder sie einblenden. Und die Größe könnt ihr natürlich auch hier verändern. Ihr könnt auch sagen, welche Seite wollt ihr aufrufen, wenn ihr jetzt extrem viele Seiten habt. Und dann können wir hier auch noch eine Rasteransicht auswählen. Das heißt, es wird euch dann so dargestellt. Ich arbeite aber gerne hier auf der Ansicht. Das ist das, was hier drin ist. Ihr könnt hier diese Leiste auch immer rüberschieben, damit die ausgeblendet wird. Was ich ganz vergessen habe, ist auch, dass ihr hier rechte Maustaste natürlich auch immer ein Menü habt, wo ihr hier kopieren, einfügen, also Ctrl-C, Ctrl-V. Stil kopieren könnt ihr hier, Kopierstellen könnt ihr, das Löschen könnt ihr machen, von den Ebenen her verschieben, an der Seite ausrichten. Timing ist, wenn ihr eine Animation macht, ne? Hier das hier. Und einen Kommentar könnt ihr einfügen, ihr könnt einen Link einfügen, ihr könnt sperren oder alternativer Text eingeben. Das verwende ich hier eigentlich gar nicht. Das ist das mit der rechten Maustaste und das habt ihr dann natürlich auch bei allen anderen Elementen. Beim Text habt ihr hier auch noch einen Text übersetzen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte das gerne in der Sprache Französisch übersetzen. Und dann haben wir den Plan de la Semaine. Das war die rechte Maustaste und hier unten könnt ihr auch sagen, also entweder hier, ne, Seite einfügen oder hier einfach Seite einfügen. Und hier habt ihr auch ein Kommentarfeld, wenn ihr euch irgendetwas merken wollt, was ihr hier eingegeben habt. So, gehen wir zu der Seite hier drüben. Wir hatten die Designs, jetzt kommen wir zu den Elementen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel zuletzt verwendet, ich habe Formen, ich habe Grafiken, ich habe KI-generierte Bilder, ich habe Sticker, ich habe Fotos, ich habe Videos, ich habe Audio, ich habe Diagramme, Tabellen, Rahmen, Mockups, Sammlungen. Also ihr habt ganz viele Sachen, die ihr hier einfügen könnt. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel eine Vase und Watercolor, kann man gucken, was er da findet. Und dann seht ihr auch hier wieder, ihr habt Krönchen oder keine Krönchen. Wenn ihr jetzt sagt, von den Grafiken her, ich will mal alle anzeigen. Und dann kann ich gucken, was habe ich denn hier für einen Stil, der dazu passen würde. Ist jetzt natürlich hier, weil das nicht Wasserfarben ist, passt das begrenzt dazu. Aber ich will euch nur zeigen, das ist zum Beispiel eine Wasserfarbenvase oder sowas. Löschen wir das wieder, dann nehmen wir die hier. Und das Schöne ist auch, wenn ihr jetzt merkt, okay, das gefällt dir, dann hat er auch magische Empfehlungen, wo ich sagen kann, alle anzeigen. Und da zeigt er mir Sachen, die zu diesem Stil hier dazu passen. Was auch super ist, wenn man zum Beispiel eine komplette Komposition zusammenstellen will.
Das sind die Grafiken. Ihr habt auch hier alle Grafiken, Fotos. Also wenn ihr hier einen Suchbegriff drin habt, könnt ihr dann auch hier sagen, wo soll er genau suchen. Kann jetzt zum Beispiel auch hier von den Farben her das einschränken, von der Ausrichtung her, von der Animation soll statisch sein, es soll animiert sein. Ich kann auch hier sagen, gib mir nur die an, die gratis sind, damit ich nicht die ganze Zeit alles nur pro sehe und Mühe habe, die zu finden, die gratis sind, kann ich das hier auch angeben und dann Ausschnitt. Kurz gucken, Bilder mit transparentem Hintergrund, das geht auch. Form eben haben wir hier so quasi die Standardformen, die wir kennen mit Linien und Formen. Und ihr könnt hier natürlich farblich und alles auch anpassen. Dann haben wir Grafiken. Das sind eben das hier, was ich euch gezeigt habe. Ihr könnt übrigens auch schon vorgefertigte Verläufe zum Beispiel einfügen. Und dann, hier, Fotos. Kann ich sagen, alle anzeigen. Ich suche kurz irgendetwas, was einen Hintergrund hat. Jetzt habe ich den Panda eingefügt und nur kurz nochmal zur Bildbearbeitung. Wir haben hier einen Hintergrundentferner. Mal gucken, wie gut der hier funktioniert. Ne? Hat euch den Panda quasi freigestellt und jetzt könnt ihr den sonst irgendwo verwenden. Ihr könnt ihn zum Beispiel hier hinsetzen und dann einfach sagen, von der Position her, Ebenen, der soll hier hinter dieses Element. Ne? Designtechnisch nicht super schön, aber einfach zum Sagen, der Hintergrundentferner ist ziemlich gut. Wo ich das gerne verwende, ist, wenn ich zum Beispiel von etwas nur ein Bild habe und das aber gerne mit einem transparenten Hintergrund hätte, dann kann ich hier ganz einfach das reinholen und sagen Bild bearbeiten und dann Hintergrund entfernen. Ihr seht, wie schnell das geht und schon habe ich mein Bild mit einem transparenten Hintergrund. Geht wirklich super einfach. Ihr habt hier noch weitere Tools, wo zum Beispiel ein Magic Eraser ist. Sagen wir, ich hätte gerne dieses Herz hier. Das möchte ich nicht haben. Ich kann mal versuchen, ob es mit Klick geht. Dann erkennt ihr die Elemente. Und ihr erkennt es nur als Ganzes. Dann nehmen wir den Pinsel. Ihr könnt hier auch die Pinselgröße einstellen. Und dann sage ich hier, dieses Herz hier, das möchte ich nicht haben. Löschen. Und dann ist das Herz weg. Kann ich wieder auf Bild bearbeiten gehen und ihr seht, das Ganze wurde angepasst. Dann habt ihr hier Magic Grab, das heißt, wenn er kennt dann teilweise Elemente und dann könnt ihr die im Bild verschieben. Es gibt, wenn ihr ein Bild habt, wo Text drin ist und ihr wollt den Text verändern, also ich meine Text im Sinne von, es ist Bestandteil des Bildes, ist hier die KI so gut, dass er den Text erkennt und ihr den dann verändern könnt. Ihr könnt auch Magic Edit, wenn ihr seht hier eine Hand, die eine Blume hat und dann kann ich sagen, ersetzt das durch eine Rose. Geht auch, oder ich kann auch einen Hintergrund erweitern. Vielleicht machen wir hier kurz doch noch ein paar Beispiele, damit ihr das ein bisschen besser auch seht. Sagen wir mal, ich nehme diese Blume. Und jetzt möchte ich das eigentlich gerne ein bisschen länger haben. Dann kann ich auf Bild bearbeiten gehen und sagen Expand. Und zwar kann ich Freiform sagen und das hier ganz einfach runterziehen. Und dann sagen Magic Expand. Dann rechnet er und guckt sich an, was auf dem Bild drauf ist. Hier hat jetzt so komische Schriftzüge eingefügt, das gefällt mir so nicht. Diese Variante gefällt mir definitiv. Also ihr habt dann einfach 4 Vorschläge, dann könnt ihr sagen fertig oder ihr könntet auch weitere Ergebnisse noch generieren. Aber ihr seht, ich habe dann einfach das Bild erweitert. Und es sieht so aus, als ob das genauso fotografiert gewesen oder geworden wäre. Das ist eins von diesen Bildbearbeitungstools. Dann habt ihr natürlich Filter, die ihr verwenden könnt.
die auch alle und dann euch angucken, ne? Wie hättet ihr den Filter gerne. Ihr könnt auch schwarz-weiß machen, ihr könnt auch Farbexplosionen quasi machen. Da könnt ihr künstlerisch gestalten, wie ihr das gerne hättet. Ne? Sowas ist alles möglich. Und dann habt ihr auch noch Effekte, das heißt, ihr könntet Schatten hinzufügen, Weichzeichner, das heißt, das ist dann so quasi Pinselgröße und sagen, ich hätte gerne, dass das hier unten eher so weich ist und dann seht ihr, dass das so verschwommen ist. Intensität könnt ihr auswählen, ne, wie extrem das sein soll und so weiter und so fort. Ja, also hier habt ihr ganz viele Effekte, die ihr verwenden könnt bei Bildern. Zurück bei den Elementen, das heißt, wir hatten die Formen, die Grafiken, KI-Bilder. Wir können mal eins erstellen. Cute Monkey. Dann kann ich sagen, den Stil, ob das ein Foto sein soll, filmisch, Anime, träumerisch, Aquarell. Ich nehme jetzt mal Anime. Oder nee, ich sag mal keine, dann gucke ich mal, was er sich da aussucht. Oder nehmen wir träumerisch? Ach, wir nehmen träumerisch. Und sage Bild erstellen. Und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ist natürlich wie immer, je besser ihr eine Prompt, also je besser ihr die Eingabe macht, desto besser weiß er dann auch, was er machen soll. Hier ist ein bisschen speziell, dass er quasi wie 2 Kaffeetassen hat. Ist ein bisschen viel, ne? Aber ja, je besser eben, wie gesagt, euer Prompt ist oder die Eingabe, die ihr macht hier, desto besser wird dann auch das Bild. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr Rahmen einfügt. Und zwar gibt es hier verschiedene, sagen wir mal, ich will hier so eine organische Form. Mache die ein bisschen größer. Und dann nehme ich meine Blume und schiebe die quasi auf diese Form drauf. Und dann wird die Blume nur noch in dieser organischen Form dargestellt. Das heißt, es ist quasi wie eine Maske. Das könnt ihr dann natürlich auch mit Buchstaben zum Beispiel machen. Das heißt, die Form lösche ich und gebe da einen Buchstaben rein und sage jetzt Bild rein. Und so könnt ihr zum Beispiel für die Sublimation, finde ich das auch immer cool, wenn ihr zum Beispiel Bilder von euren Kindern habt, da den Buchstaben oder Mama oder sowas eingebt und die Bilder von den Kindern so quasi hinterlegt, gibt es auch echt coole Sublimationsbilder. Da habt ihr ganz viele Möglichkeiten, was es hier so gibt. Diese Effekte finde ich auch immer cool. Das heißt, überall, wo ihr diese Wolke mit dem blauen Hintergrund und der Wiese seht, das sind quasi Maskierungen. Wie gesagt, da habt ihr echt super viele. Könnt natürlich auch suchen. Und ich denke mal, es wird auch viele Fragen haben, ob ich das auch Deutsch machen kann. Ich bin es mir einfach gewohnt in Englisch, aber ja, ihr könnt auch in Deutsch suchen. Und ich würde sagen, das sind schon mal die Sachen, die ich euch hier zeigen wollte. Text. Gehen wir zum nächsten. Fügen wir eine neue Seite ein. Ihr könnt hier von den Texten her schon so quasi Kombinationen auswählen oder Sachen, die euch gefallen und von da aus weiterarbeiten. Oder ihr könnt sagen, ne, füge mir einfach ein Textfeld hinzu. Ihr könnt sagen, Überschrift, Zwischenüberschrift, Text, was auch immer ihr gerne haben möchtet. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Text einfügen. Dann kann ich hier logischerweise das in der Größe verändern. Ich kann eben die Schriftart verändern und die ganzen Effekte, die ich euch schon gezeigt habe, das könnt ihr dann alles mit dem Text machen. Oder eben, wenn ich jetzt sehe, sagen wir, irgendeine Kombination, die ich cool finde. Weil ich meine, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, was passt denn genau zusammen. Können wir zum Beispiel hier, ne, diese beiden Schriften, die super zusammenpassen. Und natürlich kann ich dann immer noch hingehen und den
einzelnen Text dann anpassen. Na, so geht das auch. Das ist jetzt hier quasi miteinander kombiniert. Ich kann rechte Maustaste machen und sagen, Gruppierung aufheben, dann sind das alles wieder einzelne Elemente. Wenn ich die wieder gruppieren kann, halte ich die Shift-Taste, markiere alle 3 und kann dann ganz einfach sagen, gruppieren. Ist übrigens auch hier oben noch als Kontextmenü vorhanden. Und hier kann ich das auch kippen. Das ist der Text, die Marke eben, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das sind einfach hier zum Beispiel mein Logo und meine Farben. Uploads, wenn ihr hier etwas hochladen wollt, könnt ihr zum Beispiel, ich gehe jetzt hier auf meine Downloads und sage hier Perfectly Imperfect. Nehme das PNG oder ich kann SVG eigentlich auch nehmen. Dann dauert das ein Momentchen. Und dann habe ich hier schon mein Perfectly Imperfect. Sieht man jetzt natürlich nicht, weil der Hintergrund hell ist. Die sich erinnern, ne? Das war das, was ich mit dem Siebdruck gemacht hatte. Das geht eben hier über die hochgeladenen Sachen und ich kann Bilder, Videos, Audio hochladen. Und alles, was ihr hochgeladen habt, wird hier auch angezeigt. Ihr könnt sogar zeichnen mit dem Stift. Das hatte ich euch auch schon mal gesagt, wenn ich zum Beispiel ein Design habe, wo ich gerne viele Punkte machen möchte, kann ich die Stärke auch noch angeben und dann einfach hier Punkte verteilen mit der Maus. Das ist was ich gerne mache. Ihr habt natürlich den Radiergummi, wo ihr es wieder radieren könnt. Ihr könnt die Sachen verschieben und eben dann auch danach immer noch die Farbe ändern und dann sieht man jetzt natürlich nicht, weil es dieselbe Farbe ist. Nehmen wir grün. So. Können wir auch noch grüne Punkte machen. Nicht, dass es in dem Design Sinn macht jetzt, aber einfach damit ihr das seht. Beim Text nur noch kurz angucken. Der hat jetzt kein Doppel-T. Nee, die Glyphen finde ich hier gerade nicht. Das heißt, ihr müsstet da das einfach aus der Zeichentabelle kopieren und das hier einfügen. Also Zeichentabelle auf dem Mac ist die Zeichentabelle, das habt ihr auf dem Windows-PC auch. Wenn das Wort Glyphen für euch komplett neu ist, dafür verlinke ich euch oben ein Video, damit ihr das auch seht, was ich damit meine, weil bei den Glyphen habt ihr in der Regel, wenn ihr so Doppelbuchstaben habt, die einfach nicht so schön aussehen. Wenn ich diesen doppelten Strich habe beim T, gibt es da jeweils auch einen Doppel-T als einzelnes Element, dann könnt ihr das einfügen oder auch, zum Beispiel gibt es manchmal, dass man so diesen Herzschwung am Schluss von einer Schrift hat. Natürlich müsst ihr auch hier drauf gucken, dass ihr dann die Glyphen von der Schrift, die ihr ausgewählt habt. Ihr könnt ja hier auch eure eigenen Schriften hochladen und dann müsstet ihr natürlich hier die Schrift auswählen, von der ihr auch die Glyphe dann nehmt. Das müsste beides die gleiche Schriftart sein oder die gleiche Font. Oder ja, doch Schriftart, weil sonst funktioniert das nicht mit den Glyphen. Das war das Zeichnen. Projekte, ist einfach die Übersicht von den Projekten, die ihr schon gemacht habt. Dann haben wir noch das Thema Apps und da gibt es zum Beispiel Empfehlungen, was angesagt ist. Da könnt ihr auch noch suchen. Und wenn ihr dann eine quasi hinterlegt habt, ich habe ein paar rausgesucht, die ich noch so cool finde. Die gucken wir uns auch kurz an, einfach damit ihr hier seht, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar gibt es eine Mockup-App, also Mockup im Sinne von, ich habe halt einfach zum Beispiel hier eine Tasse, dann nehmen wir das, das ist das Bildchen. Und wenn ich jetzt hier bei den Uploads habe ich sicher ein lustiges Foto. Nehmen wir mal diesen Panda, das ist ein Bild, und wenn ich den jetzt quasi über die Tasse ziehe, dann wird mein Bild auf der Tasse angezeigt und ich kann das als Bild speichern. Das ist ein Mockup. Das heißt, diese Datei oder diese App finde ich wirklich gut. Dann weiter haben wir Cartoonist.
Wir geben jetzt hier nochmal diesen Cute Monkey ein. Dieses Mal ohne den Kaffee. Den finde ich jetzt nicht wirklich toll. Kann euch kurz zeigen, was er beim letzten Mal generiert hat. Das war zum Beispiel der hier. Den fand ich doch wesentlich süßer. Aber eben auch das Thema mit den Kaffeetassen. Ne? 1, 2, 3, 4, ja, 5 Kaffeetassen. Eine hätte gereicht, aber einfach auch hier wieder abhängig davon, wie eure Prompt ist, könnt ihr da echt coole Sachen machen. Dann haben wir hier einen Gradient Generator oder Generator, wo ich dann Farben auswählen kann und dann quasi sagen kann, ja, ich will hier sowas. Und ich kann auch randomize, damit er mit den Farben so ein bisschen spielt und irgendwas anderes findet, bis ich das gefunden habe, was mir gefällt. So. Und dann kann ich das zum Design hinzufügen und habe hier quasi schon einen Gradient-Hintergrund. Und kann so das Bild gestalten. Das ist der. Dann eine weitere App, die ich cool finde, ist das Font Frame. Das heißt, ich kann hier einfach einen Text eingeben. Und dann muss ich ein Bild auswählen. Dann kann ich von den Settings her sagen, wo es sein soll, der Abstand von den Wörtern. Ich kann sagen, soll es eine Outline haben oder nicht. Dann könnt ihr natürlich auch die Schrift auswählen und dann Add to Design. Und dann habt ihr hier quasi mit dem Bild, was ihr habt, wurde das quasi in diese Schrift eingefügt. Sieht jetzt auf die Schnelle nicht so schön aus. Ich hatte was anderes gemacht. Moment kurz. Zum Beispiel das hier. Da hatte ich so eine Fotokamera quasi genommen und das dann einfach hier eingefügt. Sowas kann ich mir vorstellen, sieht sicher auch auf einem T-Shirt cool aus. Dann FrameMaker ist ganz einfach die Frames, die ihr gesehen habt vorhin schon. Da könnt ihr ganz einfach noch weitere selber Frames quasi erstellen. Könnt mal starten mit zum Beispiel einem Viereck und dann könnt ihr hier sagen, ich will noch einen weiteren Punkt dazu haben. Also ich kann es verschieben. Genau, Doppelklick und dann kann ich den Punkt hinzufügen und so meine ganzen ganz individuellen Shapes quasi anpassen. Oder wenn ich jetzt einen zu viel gemacht habe, kann ich auch das wieder, den wegnehmen. Und wenn ich fertig bin, kann ich sagen dann und das hier quasi auch als eben diese Maske verwenden. Das finde ich was Hilfreiches. Und es gibt echt noch, ihr könnt Shades, ihr könnt von zum Beispiel Type-Effekt. Also ihr habt hier mal das Bildchen, das eine ist eben Mockup, Cartoonist, Gradient Generator, Easy Reflection, Font Frame, Font Maker, Typecraft, Patterned AI, Can Border, DALL-E, Can Grid, Shade, das Type Gradient, das Colorize, Cartoon Filter und das Type Extrude. Das sind die, die ich für mich ausgewählt habe. Es wird jetzt ein bisschen lange dauern, wenn ich euch das jetzt alles erkläre. Aber ihr könnt da quasi einfach auf die App drauf gehen und da jetzt zum Beispiel, das hatte ich, den Type Extrude. Hier einfach eingeben, Type Extrude kommt hier auch schon. Und dann könnt ihr den einfach mal ausprobieren, gucken, ob euch das gefällt, was der da macht. Okay, könnt ein bisschen damit herumspielen. Dann, wenn ihr das ausprobiert habt, erscheint der bei euch in den Apps und dann könnt ihr hier immer noch auf die 3 Pünktchen drauf gehen und sagen, nee, aus meinen Apps entfernen, weil das gefällt mir nicht, was der da macht. Also so könnt ihr auch mit den Apps herumspielen. Das war jetzt, glaube ich, schon ziemlich ausführlich. Ihr seht, ihr könnt echt super viel damit machen. Das Wichtigste habe ich ganz vergessen, Wie könnt ihr das Ganze dann quasi exportieren?
tun wir mal so, als ob das hier hingehören würde. Sieht zwar nicht so schön aus, aber ich kann jetzt sagen teilen und dann kann ich sagen Download und hier habt ihr als PNG, als PDF-Druck. Das heißt, wenn ich etwas für die Sublimation oder überhaupt eigentlich alles, was ich selber drucke, mache ich meistens PDF-Druck. Wenn ich ein PNG einfach verwenden oder brauche, für dann einen Plotter rüber zu nehmen, um einen Print-and-Cut zu machen, dann nehme ich einen PNG. SVG ist ein Krönchen, das heißt, ihr könnt SVG-Dateien nur mit dem Abo, also pro Abo machen. JPEG steht auch noch zur Verfügung. Das ist die Form, wie ihr es herunterladet. Und dann könnt ihr, transparenter Hintergrund geht eben auch nur mit dem Abo. Aber hier könnt ihr dann sagen, da will ich alle Seiten oder will ich zum Beispiel nur die Seite 1. Dann kann ich sagen Download und das Ganze herunterladen und dann habe ich das irgendwo, also kann ich sagen, wo ich es speichern will und kann das von da aus weiter verwenden. Das war noch so wichtig, ne, damit ihr wisst, wie komme ich dann, also wie verwende ich die Sachen dann, wenn ich hier fertig bin mit dem Design. Genau. Jetzt, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ganze in konkreten Projekten verwende, weil hier das Video heute war tatsächlich mal wieder ein sehr langes, aber ich wollte euch wirklich möglichst ausführlich das zeigen, wie ich das normalerweise verwende. Aber wenn ihr eben Projekte damit sehen wollt, ich habe euch auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr in die Playlists reingehen und da habe ich eine Playlist angelegt, die Canva heißt und da findet ihr auch die Videos, wo ich dann jeweils Canva verwende und da auch ein bisschen mehr drauf eingehe, was ich gerade mache oder wie ich was mache, wenn ich eben mit einem konkreten Projekt arbeite. Aber in diesem Video war es das jetzt für heute. Ich hoffe, das war das, was ihr euch gewünscht habt, dass das hilfreich war. Natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle that